Lastrada, und das ist ein Mercedes-Benz, ja, FB vorne das Kennzeichen. Wir sind aber in der Schweiz, tatsächlich in Bern, und drehen heute mit dem Michael mal dieses tolle Fahrzeug mit Hochdach. Ja, es ist wirklich toll, auf Mercedes-Benz ein Nova. Ja, werden uns das gleich mal anschauen von Lastrada. Ganz tolle Marke. Ja, das ist eine Neuheit. Hier sieht man den Nova M. Es gibt baugleich, etwas länger, 1,5 Meter ungefähr, gibt es noch den Nova EB. Genau, wenn du mal kurz mit mir mitkommst, ja. Wir gehen mal gerade nach hinten, dass wir das Fahrzeug mal komplett sehen. Denn die Marlene steht schon drin. Die Marlene ist 1 Meter und 1,72 Meter groß und sie wird uns gleich mal ein bisschen was zeigen. Das ist ein Zwei-Personen-Fahrzeug hauptsächlich? Das ist für 3 Personen, hat ein Hubbett, 2 Personen und ein Querbett, 1 Person, ein großes Querbett. Ja, 1-2 Takte über diesen Nova. Wo wird er gebaut? In Echzell, Deutschland. Reine deutsche Produktion. Eine deutsche Produktion. Er klingt so ein bisschen italienisch. Lastrada. Das ist so. Viele fragen mich, warum Lastrada. Weiß ich leider auch nicht, aber ist eine deutsche Produktion. Ja, Sie gehören nicht zu den billigsten Fahrzeugen. Absolute Qualität. Ihr seid sehr zufrieden? Sehr zufrieden. Bei diesem Fahrzeug kann ich absolut dahinter stehen. Sehr individuell, das heißt designmäßig. Über 70 Polsterstoffe, frei wählbar, 17 Holzarten, frei kombinierbar und höchste Qualität. Ja, auch hier habt ihr gespart an der Aufbautür, ganz, ganz billig gemacht. Ja, genau, da haben wir uns möglichst Mühe gegeben, nur Billigprodukte zu verbauen. Wahnsinn, 3 große Edelstahlschlösser, das ist ja der Hammer. Also durch die Tür kommst du nicht rein. Genau, das ist so. Warte, ich zeige das mal im Detail. Allein da hinzugucken macht schon Spaß. Ja, das kann ich bestätigen. So, das heißt, ich nehme an, GFK auch im Einsatz? Ja, das ist so. Alles an einem Teil gebaut. Echt? Ja. Komplett? Komplett. Ich hätte noch Bilder auf dem Nattel. Ist wirklich beeindruckend. Natürlich von der Stabilität, von der Isolation her wirklich gut. Und man sieht auch bei der Markise schön reingepasst. Alles passt genau. So, ich gucke mal gerade aufs Preisschild. 170.630 Euro, nee, Franken sind das ja hier. Da ist die Steuer von 7,7% mit drin, aber da ist schon Zoll mit drin. Jetzt halt auch Zoll, gell? Da ist Zoll mit drin. Genau, also es kommt ungefähr aufs selbe raus. Das heißt, Zoll und Mehrwertsteuer ist der Preis ungefähr wie in Deutschland. Wahrscheinlich ein bisschen günstiger in Deutschland, weil der Euro ja etwas besser steht wie der Franke. Genau, das ist so. Ist natürlich mit dem momentanen Sicherheitsumrechnungskurs gerechnet, den wir Schweizer mal planen. Genau. Achso, es gibt den nächsten Umrechnungskurs zum Euro demnächst? Nein, es ist so natürlich, die ganze Preisliste wird jährlich gedruckt und dann nehmen wir mal so ein Mittelwert. Ah, ich verstehe, so eine Art Festwert, liegt. Genau. Wie er sich ungefähr entwickeln wird. Das heißt, es muss ja nochmal nachgerechnet werden. Ja, wenn wir hinten reingucken, das ist Handarbeit, die Fahrzeuge? Ja, die werden in einer kleinen Manufaktur gemacht. Das Schöne ist, die Hersteller von Lastrada, sie leben Camping. Auch die Firmeninhaber und so kommen selber jeweils an der Messetagung mit dem privaten Lastrada vorbei. Ja, hier vorne sieht man es auch, also ins GFK eingelassen, diese ganz massiven Schlösser. Das ist, ich habe das noch nie gesehen, also zumindest nicht bei Mercedes-Benz. Ja, das ist für mich auch eine Spezialität von Lastrada. Wirklich alles wunderbar eingelassen und gemacht. Also wenn man das nicht so kennt, Lastrada, denkt man so von außen, wenn man das so ein bisschen sieht, naja, da kommt wieder mal so ein Italiener. Das ist so manchmal, die Leute denken das wirklich, gell? Das könnte vielleicht ein Italiener sein? Das ist so, wobei man eigentlich bei Lastrada sagen kann, über Jahre hat sich die Marke einen sehr guten Ruf erarbeitet. Man legt Wert auf hohe Qualität und ja, das zahlt sich aus. Eine Heckgarage in so einem Fahrzeug ist ungewöhnlich, das heißt, ihr habt sie drin? Das ist so. Natürlich den Regent, wo wir auch haben, das ist dieses Fahrzeug hier. Mhm. Das ist auf dem Original Sprinter aufgebaut mit Hecktüre, mit Flügeltüre und hier haben wir natürlich die Möglichkeit, durch den GFK-Aufbau Seitentüren zu machen, was natürlich sich optimal für eine Garage eignet, für E-Bikes und so. Ja, wir werden gleich mal reingehen. Da vorne ist Technik drin, das Licht ist automatisch angegangen, kann das sein? Genau, das ist so. Wie? Ein Melder drin? Genau, ein Melder drin. Hier sieht man die Heizung. Diesel? Gibt es Diesel- oder Gasheizung. Mit Elektroheizungszusatz, wenn man will. Also im Prinzip Truma, einmal als Diesel, einmal als Gasheizung. Genau, hier ist die Batterie verbaut. In dem Fall eine Bleibatterie. Da gibt es Lithium auf Wunsch? Gibt es natürlich Lithium, zwischen 90 und 240 Ampere Lithium ab Werk. So, da vorne ist eine Durchreiche nach innen? Ja, das ist korrekt. Da kommt man. Gleich mal nach innen angucken. So, die andere Seite hat auch einiges zu bieten. Das ist die Heckpartie. Da vorne kann man
den Stern so ein bisschen anheben, da ist die Rückfahrkamera. Das ist richtig, genau. Sobald das Pair eingeschaltet wird, klappt das zu. Ist ja süß. Ja. Das sind so kleine Details, die es ausmachen. Aber ich nehme mal an, hier auf der Messe, die Leute haben schon probiert, entsprechend die Heckklappe zu öffnen, oder? Das kann sein, das kann sein. Wir haben ein Riesenfenster hinten drin. Ja, das ist eine Spezialität, hat es bisher noch nie gegeben, ist beim neuen Nova so drin. Genau, wenn du mal kurz mit mir mitkommst, dann haben wir etwas mehr Platz. Ich habe einen riesen Weitwinkel dabei und das ist das Heck, wenn man es sieht. Man kann überhaupt nichts damit anfangen. Sowas habe ich noch nie gesehen, das Heck. Ja, ist sicher Lastrada-like, gibt es eigentlich... Ein Unikat fast. Genau, das ist ein Unikat. Ich nehme an, die bauen auch wahrscheinlich keine 10.000 Stück, oder? Nein, bauen etwa zwischen 300 und 400 Stück, soviel ich weiß, pro Jahr. Lastrada. Ja. Wollen sich eigentlich auch nicht maßlos vergrößern. Sie sagen, wir sind ein relativ kleiner Betrieb und setzen auf Qualität. Ja, das passt ja zur Schweiz. Die Schweizer schätzen Qualität von jeher. Und da vorne ist das Gas, Außenanschluss? Sie können schauen hier, das ist Außendusche, genau. Ja, Außendusche warm-kalt. Ja, das kann ich auch einschalten. Was da drunter? Und hier Staufach. Ist Staufach und hier sieht man das Sog verbaut. Ein Sog verbaut. Das heißt, ich muss keine Chemie einsetzen, kann aber, ich brauche wesentlich weniger Chemie nähen. Genau, das ist korrekt so. So, hier vorne sieht man es. Jetzt sind wir auf der Rückseite von der Messe. Ich zeige mal gerade, hier sind normalerweise kommen die Kunden nicht hier hin, aber wir schauen uns das trotzdem mal an. Ich habe ja Licht dabei. So, das ist die Toilette. Genau, die kann hier über diesen Knopf geöffnet werden. Dann geht sie auf. Dann geht sie auf. Ich habe gar nichts dran. Hier. Also wenn du es gerade noch mal zumachst, bitte. Ich muss das noch mal zeigen. Das ist so richtig schön, weil ich habe dich ja gerade gefilmt. Ach, ist das schön. Ja, das ist richtig schön gemacht. So, und das ist wahrscheinlich nicht elektrisch, sondern ein Seilzug, der mit drin ist. Genau, das ist korrekt. Ganz simpel. Dometic mit drin, mit Soganlage. Ja. So, man könnte auch eine zweite mitnehmen, eine zweite Kassette, dann ist man etwas autarker, aber muss man nicht. Genau, das ist korrekt so. Super. Die Fenster, Seitsfenster? Ja, korrekt. Da kann man so schließen von innen. Ist natürlich auch schön, sind sie eingelassen hier. Ich zeige das mal komplett. Also die sind komplett bündig. Lastrada sind eingelassen. Hier vorne habe ich noch eine Kante mit drin, wenn ich das richtig sehe, die sich nach hinten verjüngt, sodass es nicht direkt regnet, wenn die Fenster offen sind. Hier habe ich den Befüllstutzen fürs Wasser. Tankgröße? Müsste ich nachschauen. Ich glaube 140 Liter. Ja, wir schauen gleich mal rein. Ist nicht schlimm. Ihr habt ihn recht neu reinbekommen für die Messe, nehme ich an, oder? Genau. Sind wir in Deutschland abholen gegangen, ist das Pressefahrzeug. Das Pressefahrzeug von Lastrada. Korrekt. Der Mercedes-Benz, Vierradgetrieben. Das heißt, er ist ein bisschen höher. Der Antrieb braucht ja Platz. Genau, er ist 8,5 cm höher als den Nicht-Allrad, genau. BF Goodrich, die All-Terrain-Reifen, die sind auch nicht zu laut. Ich bin mit dem Regent hingefahren, habe das Gefühl gehabt, das ist gut fahrbar und eigentlich erstaunlich leise. So, wir schauen mal ganz kurz drauf. Hier vorne ist es. Ja, hier geht es dann rein. Der Einstieg ist nochmal unterstützt durch eine Stufe. Ist das möglich? Nein, der ist so. Das ist Offroad. Das ist Offroad, genau. Okay, zur Not, ihr könntet noch eine nachrüsten. Das heißt, ihr habt eine Werkstatt. Wir haben eine Werkstatt, wo wir diverse Spezialumbauten machen. Ansonsten braucht man diesen kleinen Lastrada. Nee, der ist wahrscheinlich für die Messe, oder? Der ist für die Messe reserviert. Ein kleines Detail hier, so ein Edelstahl- oder Alugriff, der hier dran ist, aus so einem ganzen Stück. Ja, das ist offensichtlich so. Genau. Allein die Tür ist schon ein kleines Wunder. Die hat mehrere Zapfen, das heißt, die haken hier schon mal ein. Dann hast du hier schon mal die Bänder mit dran, die du garantiert nicht rauskriegst, die auch entsprechend versenkt sind. Das heißt, wenn du die Tür mal zumachst, dass man das mal sieht, da siehst du nichts von den Scharnieren. Die gehen nach innen rauf. Ganz ungewöhnlich. Und da vorne habe ich die Magneten dran. Von Mercedes-Benz kennt man das ja. Hier unten ist das Gas? Ja, korrekt. Kochen, nehme ich an. Kochen, ja. Er hat eine Gasheizung. Wenn du was lieb ist, das mal aufmachst, geht das? Ja, ist von innen. Ja. So, sie macht mal auf. Du kommst hier nicht rein. So, so einmal drücken. Da unten war ein kleiner Knopf. Dann geht das Gasfach auf. 2x11 Kilo. Genau, das ist korrekt. Schön. Ja, wir sind ja immer noch in einem Auto. Fahrzeuglänge von dem Auto? Das ist 6,49 Meter. 6,49 Meter. Das heißt, für Schweizer Verhältnisse noch kurz. Ich glaube, die Parkplätze sind genormt in der Schweiz auf 6 Meter. Das kann ich nicht einmal beantworten.
Ich habe mich versprochen, 6,46 Meter, nicht 49. Ja, genau. gut, das nehme ich, das nehme ich nochmal hin. So, da vorne haben wir nochmal ein großes. Ja, jetzt gehen wir mal rein, schauen uns das Ganze mal an. Das ist die Trittstufe, Silber gewählt. Das heißt also, hier ist wirklich, kann ich auch mal, ich sag mal, etwas grober umgehen. Das macht dem Boden nichts aus. Das macht dem Boden nichts aus, der ist sehr stabil und gut gebaut. Da oben ist das Hubbett, was aber sich nach hinten etwas verjüngt. Das heißt, die Stehhöhe ist okay, 1,72 Meter ist die Marlene und du kannst komplett stehen. Ja, immer noch. Immer noch. Nach hinten. Natürlich wird's, Genau, wenn du dich mal gerade auf den Fahrersitz setzt, dass wir da mal sind. So, das war jetzt kein Problem, reinzugehen? Nee, gar nicht. Gar nicht. So, ich gehe mal gerade einen Schritt zurück, dass man mal das Raumgefühl sieht. Die Höhe ist enorm. Du bist ein bisschen größer. Wie groß bist du? 1,83. 1,83. Wenn du mal kurz reinkommst, dass man mal sieht, also du kannst ganz bequem hier drin stehen. Nach hinten wird es ein bisschen... Das ist so. Aber da ist ein Bett drüber, das muss man immer noch sagen. Und zwar nicht irgendeins, sondern ein Riesenbett. Das werden wir uns gleich mal angucken. Denn da vorne habt ihr eine Sperre reingemacht für den Messebetrieb. Und dann kommt das Bett runter. Und jetzt hat man ein unvorstellbar großes Bett. Marlene, komm mal her. Du musst mal zu mir kommen. Er hat wahrscheinlich eine Aufstiegshilfe hier noch drin. Ich befürchte, dass hier an der linken Seite... Das ist krass, oder? Das ist riesig. Wow, das ist richtig tief. Wie viel sind das? 2 Meter? Ja, du musst ihn gleich mal fragen, den Michael. Hier vorne kannst du rausgucken übrigens. Ja. Da hast du dann, da vorne hast du noch Ablagefläche noch überall, ne? Ablageflächen. Da ist ein großes Fenster mit drin. Liegefläche von dem Bett, weißt du es? 2,5 Meter auf 1,40 Meter. 2,5 Meter auf 1,40 Meter. So, und das Hochdrücken geht extrem einfach, wenn du es mal machst, Marlene. Und der Michael sagt dir mal ganz kurz, was zu tun ist. Einfach drücken. Ganz leicht. Ja, also wie nennt man die Hydraulik, die hilft ja, ne? Die Gasdruckfeder, wenn du mal Das vorne meine ich. mal ein bisschen andrückst, in der Mitte. In der Mitte? Ja, genau. Ups. Da ist nämlich, ich zeig's mal gerade, da ist eine kleine Stufe drin. Du hast überlebt? Ja, ich muss überlegen. So, das lass mal drin. Ich habe mich erschrocken. Sehr gut. So, und da vorne ist, ich sag mal, es ist ein ganz, ganz tolles Konzept, denn ich habe nicht nur dieses Bett, sondern ich habe auch ein zweites Bett hier drin, das zeige ich mal gerade, ein Heckbett. Genau, ist 2,5 Meter auf 95 groß. Für eine dritte Person. Oder alleine, wenn ich das Bett gar nicht runter machen Genau, will. das passt so. Ich muss das mal filmen, das ist ja Wahnsinn. Das heißt, ich habe hier ein einzelnes Bett nochmal mit drin. Das ist ein echtes 3-Personen-Fahrzeug. Das heißt, hier könnte zum Beispiel ein Kind schlafen oder die Mama, wenn sie mal ganz alleine sein möchte. Und der Papa könnte vorne mit dem Bub schlafen oder so. Das ist so. Hier vorne ist da vorne ist der Kleiderschrank, bei dem witzigerweise das Licht in dem Halter mit drin ist. Da vorne ist ein Rollo. Ich zeige das mal gerade. Das kann ich einfach runterfahren und dann verschließen mit Soft Close. Mit Softclose sind die Schubladen, ja, das ist so. Das ist der Küchenbereich. Auch das kann ich problemlos rauf und runter machen. Das ist so. Sehr einfach zu bedienen. Drunter habe ich Ablageflächen mit drin. Hier habe ich, Natürlich auch das sehr interessant. das sind die Man Stufen kann zum das- Aufsteigen. Nein, das ist natürlich zusätzliche Ablage fürs Kochen Ja, und auch noch als Staufläche nutzbar. okay. Und Aufstieg jetzt nach die oben. Softclose sieht man auch Ah ja, hier okay. verbaut. Genau, der Aufstieg nach oben ist die Leiter hier verbaut. Ja. In der Regel kann man sie hier reinstellen. Jetzt habe ich falsch gesagt, die ist natürlich bei diesem Fahrzeug nicht hier, sondern in der Garage momentan. Genau, es gibt ein zweites Fahrzeug, da ist das so, gell? Genau, So. bei Das heißt, dieser ich hab Version war es so. Genau, das heißt, ich habe eine kleine Leiter mit dabei und habe natürlich eine Küche mit dabei. Da ist jetzt ein Kühlschrank dabei von Dometic, habe ein großes Kochfeld drin von CAN, Genau. Kühlschrank. Kühlschrank mit dabei, Gefrierfach. Gefrierfach und eine Spüle. Die kannten wir schon aus dem anderen. Genau. Das ist Genau, wenn du die mal kurz aufmachst. Ganz edel. Ja, und jetzt kommen wir mal unten da die Stauräume, die hast du jetzt unfreiwillig schon mal gezeigt, die mit dabei sind. Ich gehe mal ganz kurz hier rein und zeige mal gerade, wie schön das gemacht ist hier hinten, dass man so seinen eigenen Bereich hat mit einem riesen Heckfenster mit drin, wo ich komplett rausgucken kann. Das ist cool. Und habe nochmal Stauschränke oben.
Ja, und da ist das Bad. Mach mal auf, bitte. Marlene, wenn du mal kurz reingehst und das mal beurteilst, aus der Sicht von jemand, der... Ja, viel Schnickschnack. Was ist hier drin? Ah, guck dir das mal an. Das Waschbecken. Ein integriertes Waschbecken. Mit Beleuchtung, die aufgeht automatisch. Oh, ist das schick. Und guck mal hier die Halterung für die Zahnbürste und ja, was man da noch so reinstellen möchte. Das ist ja witzig, das habe ich So. auch nicht gesehen. Da ist noch ein Schrank. Wahrscheinlich kannst du den öffnen. Guck mal, den Spiegelschrank. Ein Spiegelschrank, ich glaube. Ja, wenn du mal drückst. Tatsächlich. Oder ziehst, genau. Wahrscheinlich sind es Pushlocks. Du hast recht. Ja. Warte, ich probiere es nochmal. Ja. Und den zweiten Teil, den brauchen wir ja nicht. Genau. Der ist vorne drin. Hier habe ich noch ein kleines Fensterchen mit drin. Das ist, glaube ich, das kleinste Heki, was ich je gesehen habe. Heben und kippen. Aber ich habe noch ein Fenster. Das heißt, ich kann also unten aufmachen und einen Durchzug haben. Das heißt, nicht nur unten, sondern auch oben. Doch, wahrscheinlich kannst du da auch drücken. Geht das hier? Ja, einfach mal, genau. Ah, ja, nach oben. Wahnsinn, echt wirklich. Auch wieder alles. Jeder Millimeter genutzt. Eine Duschtrennwand habe ich mit drin. Hier eine richtige Dusche, natürlich in schwarz. Eine drehbare Toilette. Mach mal zu. Was? Von was? Vom Das System hier. den Verschluss kennst du vom Ja. Hundehalsband, okay, ja. Der hat aber auch einen Namen. Ja, toll. Und das kannst du hier oben dann wieder festmachen. Guten Tag. Ah, ich bin oben. Ich bin oben drüber. Das Fahrzeug ist außergewöhnlich. Ich sag mal, es gibt ja einige Fahrzeuge, die das System mit dem Hubbett jetzt schon eingebaut haben. Aber La Strada ist schon was Außergewöhnliches. Das heißt also, ich sag mal vom Design her mit der GFK-Form und allem drum und dran, richtig toll, oder? Das ist so. Ich bin wirklich absolut überzeugt von dieser Marke. Die ist top, auch halt qualitativ extrem hochstehend. Die Vertreiber dieser Marke, sie leben Camping, sie erproben es selber und das zeichnet sich sicher aus und das erkennt man auch am Fahrzeugbau. So, hier vorne habe ich die Hubstürzen, nee Quatsch, eine Luftfeder ist mit drin. Eine Luftfeder, Hinterachse. Auf der Hinterachse. So, da ist die Steuerung mit drin. Hier habe ich diesen Raum. Also das Raumgefühl ist wirklich groß. Und ich habe eine tolle Stehhöhe mit drin. Das heißt, ich werde nicht so erdrückt, also von dem Raum. Das heißt, das Dach oben drüber wird komplett genutzt. Das ist so, das ist korrekt. Der EB gibt es ja auch. Ein halb Meter längeres Fahrzeug mit Einzelbetten. Ein reiner Zweiplätzer. Und der hat natürlich in dieser Partie kein Hubbett drin, sondern nochmal ein großes Dachfenster. Man kann hier vorne auch ein Bett machen? Nee. Da. Kann man nicht. Das ist dann ein reiner Zweiplätzer mit 4 Reiseplätzen. So, ich zeige mal gerade, wie schön das gemacht ist hier mit dem Sitz bei La Strada. Das heißt also, das ist nochmal entsprechend aufgewertet. Die Sitze sind nochmal beledert hier an der Seite. Das ist nicht nur ein beheizbarer Sitz, sondern auch ein belüftbarer Sitz. Der Das kann heißt- auch belüftet werden. Spitzen AD. Wie in der S-Klasse Mercedes. Hier sieht man es etwas besser. Belüftbar, deswegen auch diese kleinen Poren, die mit drin sind. Und hier vorne habe ich dann nochmal so ein ganz kleines Sideboard mit drin. Wenn du da mal so lieb bist, das mal aufmachst. Dort kann der Fernseher eingebaut werden. In dieses Sideboard Oh. ist jetzt auch hier drin. Okay. Genau, kann auch rausgeschwenkt werden. Hier fixiert so. Dann kann man ihn nach vorne biegen. Auch neigen, es geht auch. Ja, genau. Genau. Und dann geht wieder so nach hinten. Man kann optional auch das Ganze rausnehmen und hier noch eine zusätzliche Sitzbank verbaut haben. Ja, da ist eine Schublade. Zeig mal bitte. Drunter. Das ist diese Schublade hier. Noch eine Schublade drin. Du musst diesen Fernseher nochmal rausnehmen. Ich muss das. Du warst zu schnell. Das ist ein echtes Highlight. Ich habe das noch nie so gesehen in meinem ganzen Leben. Und ich habe schon viele gesehen. Das heißt, du ziehst ihn raus. Und wenn du ihn mal rausschwenkst, bitte, sag mal so lieb, dass es mal komplett sieht. Nein, eigentlich nicht. So, nach So. vorne. Genau, da kann man ihn so ausschwenken. Natürlich muss ich noch die Neigung einstellen, wie man da will. So, das heißt, ich habe also Full HD von beiden Sitzplätzen, wenn du dich mal kurz hinsetzt. Man kann sich dann da hinlümmeln so ein bisschen. Ich muss also nicht nur gerade nach hinten sitzen, sondern können mir jetzt ein Kissen drunter machen, kann dann so gucken und kann ihn mir ganz nah ranholen. Also in Full HD kann ich natürlich die Qualität auch nutzen. Das ist korrekt
Ja, krass. Nee, vielen Dank, dass du es nochmal gemacht hast, weil es ging so schnell eben. Und die Leute, die spulen gerne nochmal zurück und hin und her und jetzt ist er weg. Und ich habe eine Ablagefläche. Genau, das ist so. Cool. Ja, komm, wir gehen mal raus, zeigen jetzt mal vielleicht noch ein paar kleine Details. Hier habe ich noch Schränke direkt am Eingang. Marlene? Die schon gesehen. Die habe ich noch nicht gesehen. Was ist das? Guck mal hier. Wie tief die sind. Und nicht nur ein, sogar 3 davon. Also da hast du auch nochmal gut Stauraum. So, und das gleiche nochmal auf der anderen Seite. Hier habe ich Auszüge nochmal mit drin. Guck mal hier. Apothekerschrank, ein kleiner. Wahrscheinlich oben und unten. Ja, super. Ja, es ist immer wie Weihnachten hier auf einer Messe. Das heißt, überall kommt aus jeder Ecke irgendwas anderes raus. Ja, das ist Möbelbau vom Feinsten, oder? Das ist so. Ich kann Ihnen gerne noch die Holzmuster zeigen, wenn Sie Ja, möchten. bitte, will ich sehen. Ich muss die Holzmuster sehen, denn es gibt ja auch Leute, denen gefällt zum Beispiel Weiß nicht, die dann sagen, wir wollen es ja auch gerne in Holz haben. Das ist kein Problem, ich komme mal mit. So, jetzt blicken wir mal hinter die Kulissen einer Messe. Genau. Das sind die Holzarten, die man verbauen kann. Man kann erstens der ganze Möbelbau wählen, den Korpus und dann auch eine zweite Farbe mit den Klappen. Das sieht man hier. Okay, das heißt auch Silber geht, wenn du mir kurz mal das Silber zeigst. Das heißt Silber und Weiß ginge auch. Das ist korrekt so. Wenn ich es also ganz modern haben möchte, es geht aber auch so ein Beige ginge, es geht auch Holz. Und das sind die Polster? Das ist Nuss, das ist Standard beim Nova. Dann bei den Avantis, eine andere Modellreihe auf Fiat, ist Ahorn der Standard. Und sonst gibt es da verschiedene, gibt es Eiche Natur, Eiche Hell, Eiche Dunkel und sonst noch diverse Farben. Gibt auch Beton, ist natürlich auch möglich. Ist es so, dass ihr den Leuten ein bisschen helft natürlich bei den Farben? Weil man kann sich das ja nicht so direkt vorstellen. Wenn ich jetzt irgendwas mische, das kann am Schluss ganz fürchterlich aussehen, oder? Ja, wir haben etwa 10 Lastradas in der Vermietung. Achso, wo man das sehen kann, wie die Zusammenstellung ist. Und die probieren wir unterschiedlich zu konfigurieren, dass man den Leuten vor Ort zeigen kann, was sieht ungefähr wie aus. 10 Stück in der Vermietung? Von Lastradas, ja. Krass. Gesamthaft 39. In der Schweiz ist das eine große Zahl und ein großer Teil von den Fahrzeugen Lastrada. So, und das sind die Stoffe? Das sind die Teilledervarianten. Auch einige. Dann hier die Echtledervarianten. Warte mal, langsam. Ich muss das gerade mal zeigen. Echtes Leder. Das heißt hier die Qual der Wahl. Was natürlich oft geht, ist Weiß und Sugar und im Prinzip Weißtöne laufen oft. Genau, oder? das ist korrekt so. So, ich kann aber auch so praktisch einen Vintage-Look haben in Braun mit dem dezenten Wolkeneffekt, der mit eingeprägt ist. Und jetzt kommt es noch viel krasser. Kinder, die Qual der Wahl. Verschiedene Polsterstoffe können auch kombiniert werden, 2 Stück davon. Dann haben wir den neuen Stoff. Der ist gerade neu in der Serie. Innen so vernäht, außen so. Gibt es natürlich auch verschiedene farbig. Und auch noch gibt es schon länger diese Stoffe etwas feiner genäht. Genau. So. Das ist die Auswahl, die man hat. Das war's schon. Das war's schon, genau. Okay. Komm, wir schauen uns das Fahrzeug mal komplett an. Das heißt, wenn man Lust hat, sich ein Fahrzeug entsprechend konfigurieren zu lassen, ihr seid ein großer Händler für Lastrada. Ich nehme an, ihr verkauft einige? Genau, wir sind 3 Händler in der Schweiz. Die sieht man auch hier oben. Wir sind Steiners Wohnmobile, ein Familienbetrieb und wir handeln seit Jahren mit Lastrada. Und was sicher auch für den Kunden gut ist, wir haben eine große Anzahl von Lastrada-Mobilen in unserer Mietflotte und bieten auch Schnupperwochenenden oder so an, wo man solche Fahrzeuge auch mal testen kann. Und ja, wo man prüfen kann, ob sich so eine große Investition sich auch lohnen würde für einen Kauf. Das ist ja auch so, man muss ja auch wissen, genau, passt die Größe zu mir? Ich meine, wenn jemand bereit ist, so viel Geld auszugeben, kann er ja für das Geld, für 177.000 € sogar fast einen kleinen Morello kaufen. Das ist korrekt so. Der fährt aber Wobei nicht wir mit auch 4x4. Morello-Kunden haben, die dann einen Lastrada kaufen, hat es vor kurzem auch gegeben. Ja, vielleicht der Zweitmodell. Nee. Ja, vielleicht. Es war Spaß. Ja, schön. Steiners Wohnmobile in Konolfingen, das ist hier ganz in der Nähe. Das ist etwa 20 Minuten von hier.
Okay, und wir sind in Bern, wir drehen auf der Expo. Ja, es hätte fast nicht stattgefunden. Das heißt, der Swiss Caravan Salon, der stand ja auf der Kippe. Ihr habt gebankt, oder? Ja, wir haben gebankt. Ich hatte noch nicht alle Preisblätter fertig. Am Sonntagabend habe ich gedacht, jetzt kann ich sehr wahrscheinlich aufhören mit den Arbeiten. Aber jetzt hat es definitiv stattgefunden und läuft gut. Ja, es gibt eine Beschränkung, 7.000 Leute dürfen rein, aber der Vorteil ist, die jetzt die Karten kaufen, man kann sogar online sehen, wie viele Leute kommen. Ich glaube, das Wochenende ist schon gut gebucht. Das ist so. Das Wochenende ist sehr gut gebucht und ich merke, die Leute, die kommen, haben echtes Interesse an einem Fahrzeugkauf. Man sieht kaum die Leute, die kommen und irgendwie Souvenirs einsammeln. Tüten voll machen. Genau, das ist richtig. Sehr schön. Du bist der Junior oder hast du es jetzt gegründet, das Unternehmen? Ich bin der Junior. Mein Vater hat angefangen vor 35 Jahren für Privatzwecken. Okay. Die Nachfrage war groß und das hat sich immer vergrößert. Und jetzt vor 5 Jahren habe ich zu meinem Vater gewechselt und wir mit 10 Arbeitern haben eine Firma. In 2 Monaten einen Neubau geplant, den wir dann beziehen können. Genau. Sehr schön. Ja, Marlene. Da ist er jetzt, der Michael. Und er ist ganz, ganz stolz, hat uns das Fahrzeug jetzt mal gezeigt. Der Chef persönlich ganz nahbar. Das heißt, ihr seid auch nahbar wie eure Kunden, oder? Ja, das zeichnet uns sicher als Familienbetrieb aus. Ich sage jeweils, ich kann nicht irgendwo die Stelle wechseln, davon springen, wenn ich was Falsches verkaufe. Ich werde noch 20, 30, 40 Jahre gerade stehen müssen für jeden Verkauf und das zeichnet uns sicher aus. Ihr sprecht Deutsch und Französisch? Ich kann besser Englisch als Französisch. Englisch als Französisch, super. Genau. Ja, vielen Dank. Wir sind ja hier in dem Teil, ihr sprecht ja Deutsch in dem Teil von der Schweiz? Genau, das ist so. Okay. Super, vielen Dank. Okay, gut, und Dank. Tschüss, bis gleich. Tschüss.